Daniel Assmann entdeckt im Wildpark Gangelt eine tierische Besonderheit. Und das ist nicht dieser Wolf, nicht dieser Bär oder dieses Wiesent. Gibt es die denn auch in weiß? Nehm mal an, du willst aufs weiße Dammwild. Genau, okay. Ein ganz besonderer Hingucker, weißes Dammwild. Ich würde jetzt sagen, von der Tarnung her ist das mal suboptimal. Weltweit einzigartig ist dieser Freizeitpark am Niederrhein, das Wunderland Kalkar. Das war jetzt der Kühlturm hier, ja? Das ist der Kühlturm. Und ist der Kühlturm, genau. Und es geht auf große Fahrt mit der Selfkantbahn. Und die feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum. Willkommen zu Das Beste im Westen. Diesmal mit der Top 5 von Daniels Sommerhighlights vom Niederrhein. Hier ist das Beste im Westen. Diesmal begrüße ich Sie aus dem wundervollen Terrassengarten hier vom Kloster Kamp in Kamp-Lindfort, denn ich präsentiere Ihnen meine Top 5 Sommerhighlights vom Niederrhein. So langsam können wir wieder alles in vollen Zügen genießen und auch der Niederrhein hat natürlich viele tolle Orte, die zum Besuch einladen. Doch bevor wir mit meiner Top 5 beginnen, gibt es für Sie einen kurzen Überblick zum Niederrhein. Der Niederrhein liegt im Westen Nordrhein-Westfalens und grenzt an die Niederlande. 2,5 Millionen Menschen leben hier. Bis ins 19. Jahrhundert wurde hier vor allem Niederländisch gesprochen. Kerngebiet des Niederrheins sind die Kreise Kleve, Wesel und Viersen sowie die Städte Krefeld und Duisburg. In Krefeld ist die Seidenstoffverarbeitung bis heute ein wichtiges Standbein. 8 von 10 deutschen Krawatten werden in Krefeld hergestellt. Der Niederrhein ist auch für seinen Karneval bekannt, vor allem im südlichen Teil der Region. Weitere Besonderheiten sind die längste Hängebrücke Deutschlands in Emmerich und die einzige deutsche Blumenversteigerung in Strahlen. 2020 wurde dort ein Umsatz von über 380 Millionen Euro erzielt. Im Wildpark Gangelt habe ich ein Tier entdeckt, das ich zuvor noch nie so gesehen habe. Wieder ein tolles Beispiel für die faszinierende Vielfalt unserer Natur hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Kommen Sie mit zu dieser tierischen Überraschung am Niederrhein. Hier ist mein Platz 5. Für Daniels Platz 5 und unser erstes Niederrhein-Highlight für heute geht es auf nach Gangelt. Wir sind hier im Hoch- und Freigehege Gangelt, ganz nah an der holländischen Grenze. Und unter anderem sind wir bekannt für unser weißes Dammwild. Ich heiße Florian Wilde, ich bin 29 Jahre alt und bin Wildhüter. Ich weiß nicht ganz genau, was mich morgens erwartet. Man macht sich ja natürlich irgendwo seinen Plan, aber die Wildtiere spielen meistens da nicht mit. Man erlebt jedes Mal Überraschungen. Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu arbeiten. Ich gehöre hier auf jeden Fall hin und ja, ich fühle mich wohl hier. Ja. Was den Wildpark so besonders macht, möchte sich Daniel einmal genau anschauen und besucht Florian in seinem Revier. Hi! Grüß dich. Mensch, Hi. Daniel, hey! Na, da war aber ordentlich Wildwechsel bei dir, ne? Oh ja, wie auf dem Straßenverkehr hier, Kann ist man wirklich. so sagen, ne? Also ist ja wirklich toll bei euch. Ich bin schon ein paar Meter gelaufen, habe mir ein bisschen was angeguckt. Aber ich Das Wetter. bin natürlich auch hier, weil ihr habt ein absolutes Highlight, ne, was man sich hier anschauen kann. Ne? Ja, ich nehme an, du meinst das weiße Dammwild, oder? Richtig, Ja. genau. Ja, das möchte ich unbedingt sehen. Kommen wir gleich hin. Ja? Auf dem Weg dahin werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere entdecken können. Ne? Das hoffe ich doch. Ja? Hoffe ich doch. Alles klar. Sollen wir einfach mal eine Direkt Runde los. spazieren gehen? So machen wir Alles das. klar, Alles cool. klar. 30 Tierarten auf rund 50 Hektar Fläche locken nicht nur Besucher aus Deutschland an, sondern auch aus den benachbarten Niederlanden. Und die staunen wahrscheinlich alle auch nicht schlecht, wenn man dann am Ende hier das weiße Dammwild sieht, oder? Ja, das hoffe ich. So Ja. kriegt man ja nicht alle Tage zu Gesicht, ne? Aber vorher muss Florian noch zu den Wölfen. Ein Wolfsrüde und ein Weibchen leben hier im Wildpark. Das Ziel ist, dass die beiden ein neues Rudel gründen.
So. Komm ran. Jetzt du von Wolf füttern, also zum ersten Mal. Was haben wir denn Leckeres? Wie du schon richtig gesagt hast, stehen wir vom Wolfsgehege. Das hier ist abgekochtes Schweinefleisch, das kriegt er jetzt. Aber guck mal, er ist schon sehr ungeduldig. Ja, Ne? dann gib ihm mal was. Ja, ein bisschen schreckhaft, ja. Ja, mit den beiden wollen wir seit Jahren schon ein neues Rudel gründen. Ja. Hat bisher leider nicht funktioniert. Ne? Also die Ranzzeit ist im Februar, März. Und die Tragzeit ist genau wie beim Hund auch 63 Tage. Also müssten schon längst eigentlich da in diesem Höhlensystem kleine Wölfe rumlaufen, Ja. aber keine Anzeichen, kein dicker Bauch bei Hamni, kein gar nichts. Ja. Ja, ist ein bisschen traurig. Und wenn es dieses Jahr nicht geklappt hätte, wegen Corona hatten wir ja auch 7 Monate geschlossen. Ja. Das wären eigentlich die perfekten Voraussetzungen gewesen, aber ja, es hat Ja, schade eigentlich. mal wieder nicht gefruchtet. Vielleicht klappt es ja noch. Aber auch ohne kleine Wolfswelpen gibt es hier im Wildpark Gangelt noch einiges mehr zu erleben. Wie zum Beispiel diese mächtigen Wisente. Hier sind wir jetzt an der Wiesentherde, ne? Ja. So mit unser größtes Säugetier, was wir haben. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die sehe ich jetzt nicht zum ersten Mal, ne? Ja, Aber kennt jedes man, Mal, ne? wenn man sie aufs Neue sieht, denkt man immer wieder, mein Gott, wie groß sind die, ne? Ja. Also enorm. Gerade unser Bulle Eisig, ne? Ja. Na, ich schätze, er bringt so 900 Kilo auf die Waage. Aber eine Tonne ist kein Problem, ne? Ja, Bei ja. den Wiesentbullen. Und ist es eine Art, die es mal hier auch gab in Deutschland oder hier auch bei uns in NRW? Ja, ja. Ja? Ursprünglich kamen die in Europa vor. In weiten Teilen Europas sogar. Ja. 1927 ist der letzte freilebende Wisent im Kaukasus geschossen worden. Okay. Und über Restbestände aus 12 Tieren, aus zoologischen Einrichtungen, Tierparks wie dieser auch, Ja. hat sich die Population jetzt extrem gesichert. Gerade in den osteuropäischen Ländern. Sogar bei uns im Rothaargebirge hat Ja. man 2013 eine 8-köpfige Gruppe ausgewildert. Gibt es die denn auch in weiß? Nee, ne? Nehm mal an, du willst aufs weiße Dammwildchen. Genau, raus. Okay, richtig. ja. Dann komm, dann lass uns mal weiter. Das Team des Wildparks umfasst nur eine Handvoll Mitarbeiter. Florian kennt hier jedes Tier und hat sogar schon mal kleine Wildschweinferkel großgezogen. Doch jetzt kommt Daniel endlich zu seinem ganz besonderen Highlight. Den weißen Dammhirschen. Eine tierische Besonderheit hier im Wildpark Gangelt. Ja, Daniel. Krass. Die sehen wirklich sehr außergewöhnlich aus, ne? Muss Oder? man sagen. Ja. Also. Ich habe was vorbereitet. Ja. Wirkt magische Wunder. Ja. Futtertüten, das kennen die hier. Ne? Die Ja, verkaufen ja. wir an der Kasse. Und normalerweise kriegen wir sie so So, da kommt er schon der ein erste. bisschen näher ran. Mal hier. Hammer. Sind die denn jetzt von euch in dieser Farbe gezüchtet oder kommen die auch tatsächlich so in der freien Natur vor? Tatsächlich kommen die in freier Natur relativ häufig vor. Also jeder Zehnte hat diese weiße Farbanomalie. Ja. Und hier bei uns im Gatter werden die natürlich bewusst gezüchtet. Ja, Einmal, weil es ein schöner Farbklecks ist, inmitten brauner europäischer Tiere. Ja. Und ja, ist einfach schön anzuschauen. Ja. oder? Und hier kann man diese Tiere ganz nah erleben. Ich würde jetzt sagen, von der Tarnung her ist das mal suboptimal. Ja, ist extrem suboptimal. Ne? Also hat sogar so einen Aberglauben. Ja. Also unter den Jägern, wer einen weißen Hirsch schießt, den wird es als Nächsten dann auch erwischen. Okay. Ja. Also vor tausenden Jahren kamen Dammwildherden mit über 300 Stück, verschiedene Familiengruppen Ja. im Nahen Osten vor. Vor 2000 Jahren sind die Römer dann gekommen, haben diese anschaulichen Tiere entdeckt Ja. und nach Westeuropa gebracht. Der Wildpark ist privat geführt und finanziert sich über die Eintrittsgelder der Besucher. So, wenn man dieses Highlight jetzt selber mal erleben möchte, wann kann man vorbeikommen? Wir haben das ganze Jahr über geöffnet.
Ja. Das ganze Jahr geöffnet. Wir haben rund 30 Tierarten plus die Falknerei. Aha. Und hier gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken und es ist immer lohnt sich, uns zu besuchen mit der ganzen Familie. Absolut, kann Ja. ich nur empfehlen, kann ich auch nur so sagen. Also wenn Sie möchten, kommen Sie vorbei, weil der Anblick hier, der ist wirklich jede Reise wert zu euch. Tiere hautnah, Vielen Dank, ne? genau. So, komm, ein bisschen was gibt's noch. Ein bisschen was haben wir noch. Die weißen Dammhirsche im Wildpark Gangelt. Daniels Platz 5 der Sommerhighlights am Niederrhein sind immer eine Reise wert. Und gleich bei Das Beste im Westen, früher Atomkraftwerk, heute Freizeitpark. Weltweit gibt es das nur am Niederrhein. Ich finde diese Kontroverse aus Beton, Stahl, aber hier total bunt, finde ich mega interessant. Das Wunderland Kalkar, später bei Das Beste im Westen. Sterneküche und Campingplatz. Geht das irgendwie zusammen? Eigentlich nicht, sollte man meinen. Aber Jürgen Köpp lebt diese einzigartige Kombination schon seit vielen Jahren und das mit großer Leidenschaft. Seit fast 3 Jahrzehnten verteidigt er seinen Michelin-Stern und das auf einem Campingplatz. Viel Spaß mit diesem kulinarischen Highlight vom Niederrhein und meinem Platz 4. Für Platz 4 der Sommerhighlights vom Niederrhein geht es jetzt auf einen Campingplatz in Xanten. Ich habe früher bei vielen bekannten Köchen gearbeitet, oder bei bekannten Sterneköchen. Ziel war eigentlich für mich persönlich selber, wenn ich nach Hause gehe, dass ich halt auch versuche, hier eine gute Küche zu machen. Der Standort ist für mich erstmal wichtig, ist mein Elternhaus. Das gibt auch Kraft und auch das Umfeld hier, sage ich mal, der Rhein. Das ist quasi pure Energie für mich, um, sagen wir mal, den Stress, den man jeden Tag hat, auch in der Spitzengastronomie gut zu kompensieren. Mein Name ist Jürgen Köpp und wir haben eine Campingplatzanlage. Hier haben wir seit 29 Jahren einen Michelin-Stern und versuchen hier eine kreative Spitzenküche zuzubereiten. Jetzt will Daniel aber wissen, wie. Hallo Jürgen, Hallo Daniel. grüß dich. Mensch, ich sag mal, das ist ja selbst auch bei nicht so schönem Wetter trotzdem richtig schön bei euch. Ja, danke. Ne? Und das Gute ist ja, selbst wenn man mal kein Grillwetter hat, ich glaube, ich kann behaupten, auf eurem Campingplatz Ja. wird man kulinarisch nicht im Stich gelassen. Ne? Auf gar keinen Fall. Das ist richtig, ja. Und wir dürfen heute mal so ein bisschen über die Schulter schauen. Ne? Ja, dann komm ab, gehen wir in die Küche. Ja? Direkt neben dem Campingplatz liegt das Restaurant von Jürgen. Von außen erstmal unscheinbar, bis auf ein kleines, aber wichtiges Detail. So, und da hängt deine neueste Errungenschaft, ne? Ja, genau. Ich sag mal so, wenn du jedes Schild behalten hättest, hättest du eigentlich ja die ganze Mauer pflastern können. Ja, Ne? ja, genau. Ja, ja. Dann wollen wir jetzt mal kontrollieren, ob Ja. der hier zurechthängt. Dann gehen wir in die Küche. Das Restaurant führt Jürgen seit 30 Jahren. Davor war es ein Gasthof, den seine Eltern betrieben. Der Name Köpp steht also schon seit Generationen für gute Küche. Und Jürgen ist längst über die Grenzen des Niederrheins hinaus bekannt. Ich merke einfach, dass die Camper stolz darauf sind. Und dann kommen die schon mal, ja Jürgen, du hast da eine Zeitung gestanden oder da. Die interessiert das genauso. Ja. Obwohl sie nicht alle hier, die kommen dann hier nicht essen, ein paar nur. Aber trotzdem freuen die sich und die geben uns ein sehr großes Feedback. Ne? Ja, schön. Also positiv. Ne? Super. Wenn wir jetzt hier schon direkt am Campingplatz Ja. sind, ne, da ist ja eigentlich einfache Küche angesagt. Ja, Gibt es ja. denn auch so ein einfaches Gericht, wo man aber mit ein bisschen Pep das noch mal so nach vorne holen kann, auf Sternenniveau, sag ich Ja, mal? zum Beispiel ein simples Kartoffelpüree kannst du ganz, ganz hochwertig veredeln. Ja. Ganz, ganz hochwertig. Okay. Durch Aromaträger, durch eingekochten Orangensaft, durch Elsterapfel, was wir jetzt machen, durch rote Beete-Püree, alles. Zum Kartoffelpüree gibt es heute Entenbrust. Und Daniel darf mitkochen. So, da sehe ich schon die Kartoffeln. Ja. Was ist das hier? Das ist jetzt quasi so ein modifizierter Rotkohl, wo wir vorhin schon mal von gesprochen haben. Das ist einfach ein mediterraner Rotkohl mit Kräuter, mit Thymian, Basilikum, Balsamico abgeschmeckt. Aha. Nicht herkömmlich mit Johannisbeergelee. Hat auch noch einen leichten Biss. Und dann haben wir den nachher in so einem Wassermehlteig, in so einem Brickteig eingepackt und dann gebacken. Ja. Dann ist der nachher sehr knusprig. Nachher. Okay. Wie so ein Strudel, kann man sagen. Oder erinnert auch so ein bisschen an die Currywurst.
an die klassische Currywurst vom Campingplatz. Hier aber jetzt mal was ganz Besonderes. Und dann ein bisschen veredelt. Genau. Aber mit Rotkohl. Rotkohl in neuem Gewand. Und auch die Kartoffeln bekommen eine Spezialbehandlung. Der Sternekoch hat dazu einen wichtigen Tipp. Und jetzt ist das A und O, die Kartoffeln zweimal durch die Presse drücken, hintereinander. Ja. Und dann Sahne und Butter im kalten Zustand zugeben. Aber die Kartoffel muss heiß sein, das ist das Wichtigste. Dann geht die heiße Kartoffel mit der Sahne und Butter eine Emulsion ein. Dann hat man super Püree und daraus kann man 1000 ableiten. Ja, komm, machen wir mal. Küchenhilfe Daniel muss jetzt nicht nur Muskelkraft beweisen, sondern auch Schnelligkeit. Also man muss sich ranhalten, ja? Man muss sich ranhalten, genau. Okay. Aber Resultat ist dann nachher für absolute Spitze. Ne? Ja. Wichtig, die Kartoffeln müssen zweimal durch die Presse gedrückt werden. Ich würde jetzt sagen, so viel anderes Ergebnis sehe ich jetzt hier erstmal Ja, aber nicht. Ne? in sich ist die Struktur viel feiner, Daniel. Perfekter. Okay. Das Ja. heißt, wenn man nur einmal durchpressen würde, wäre die Struktur nicht so filigran, sag ich mal. Also das ist schon wichtig, zweimal, Ja. damit die Sahne und Butter quasi wunderbar mit der Kartoffel der Emulsion eingehen kann. Okay. Ja. Gab es eigentlich auch mal ein Jahr, ich meine 29 Jahre, kann man ruhig noch mal sagen, 29 Jahre Michelin-Sterne hintereinander abgeräumt. Ja, ja. Gab es auch mal ein Jahr, wo ein Prüfer da war, wo er gedacht hast, den würde ich auch gerne mal hier reinstecken? Nein, also wir wissen ja gar nicht, wann die Prüfer kommen. Ne? Ja. Das kann man weiß das nicht, wie oft man. Darum hat man auch immer riesen Respekt davor. Man weiß nie nach 12 Monaten, darf man den Stern halten oder nicht. Ne? Aber Jürgen und seinem Team ist es bisher immer gelungen, das Niveau zu halten. Beim Kartoffelpüree ist behutsame Handarbeit gefordert. Und die Butter wird langsam untergehoben. Das Gute an diesem Püree ist auch, du kannst nach 1, 2 Tagen immer noch benutzen. Ja. Nur fatal ist, das sollte man auch sagen, niemals ein Kartoffelpüree quasi mit einem Schneebesen durchrühren. Ja. Weil dann wandelst du die Stärke um und in dem Moment Hetzenkleister. Ne? Ja. Also immer unterheben, immer dran denken. Okay. Und hinterher, wenn ich das Püree jetzt noch mal warm mache am nächsten Tag, Ja. ich sage jetzt mal Mikrowelle oder? Nee, einfach einen Topf nehmen, Ja. die Temperatur vom Ofen nicht zu hoch nehmen Okay. und dann einen größeren Topf nehmen und dann so sukzessive das Püree zugeben. Nicht jetzt den ganzen Topf bis oben voll machen, etwas Püree temperieren und dann nach und nach Püree da wieder mehr dazugeben. Okay. Dann hast du in sich alles schnell schlüssig und heiß. Okay. Jetzt wird angerichtet. Entenbrust mit Kartoffelpüree und Rotkohl. Wow. Das sieht ja echt genial aus. Ich fange mal mit der Ente an, ne? Ja. Und Daniel, wie schmeckt's? Super. So, jetzt das Kartoffelpüree, das wir zusammen gemacht haben. Ja. Tolle Textur, so würde ich so sagen. Richtig schön weich. Ja. Richtig lecker. Ist jetzt ein bisschen Apfel mit drin auch, ne? Ja, genau. Und Zitronenessig, etwas abgeschmeckt. Toll. Also ich möchte behaupten, hier finden wir den Niederrhein in kulinarischer Perfektion. So auf ist meinem es. Teller. So ist es, genau so ist es. Super. Genau so. Also ich wüsste nichts, was dem 30. Stern denn jetzt im Wege steht. Ja, danke. Sterneküche direkt am Campingplatz. Daniels Platz 4 seiner Niederrhein-Highlights. Und gleich Weltrekordjagd auf Schloss Meuland. Es geht immer darum, Tempo, 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 so schnell wie möglich. Die Fingerfolge muss ich im Kopf haben. Wenn ich währenddessen noch überlegen muss, wie es weitergeht, habe ich natürlich keine Chance. Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad versucht einen Weltrekord im Becherstapeln aufzustellen. Boris, bist du bereit? Ich bin soweit. Gleich bei Das Beste im Westen. Doch zunächst Mein nächstes Highlight ist weltweit einzigartig. Was zunächst als Atomkraftwerk geplant wurde, entwickelte sich schlussendlich zu einem einzigartigen Erlebnispark. Das Wunderland Kalka, das Abenteuer-Highlight am Niederrhein. Hier ist Platz 3. Platz 3 seiner Niederrhein-Highlights findet Daniel in Kalka. Das Wunderland ist ein ganz besonderer Freizeitpark. Denn die Fläche, auf der der Familienpark entstand, ist weltweit einzigartig. Wo einst ein Atomkraftwerk Strom erzeugen sollte, stehen heute bunte Attraktionen für Klein und Groß. Das ist es, das Wunderland Kalka.
Der weltweit einzige Freizeitpark in einem Atomkraftwerk. Da muss man sich mal vorstellen. Der Anblick ist schon ziemlich kurios, muss ich zugeben. Der Kühlturm da hinten ist wahrscheinlich das Highlight hier. Aber das bewahren wir uns bis ganz zum Schluss auf. Jetzt gehen wir erst mal rein. Der Erlebnispark wurde ab 1995 auf dem Areal des niemals in Betrieb gegangenen Schnellen Brüters in Kalkar errichtet. Das ist genau noch meine Geschwindigkeit. Drehwurm. Das härteste Rennen am Niederrhein hier. Okay, y'all lift it up, fertig. Los geht's. Rund 40 Attraktionen gibt es hier auf dem Gelände. So, jetzt habe ich Termin mit dem Chef, deshalb bringe ich einmal Pommes mit. Ist hier Selbstbedienung, oder? Ja? Daniel ist jetzt mit dem Geschäftsführer verabredet, um mehr über die besondere Historie des Parks zu erfahren. Da ist er. Hier. Oh, so herrliche Hallo, Pommes, grüß dich. danke. Ich habe gedacht, wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Weil die Pommes soll richtig gut bei euch sein, haben mir die Leute Ja, erzählt. und richtig gut. Die Kräuter drauf sind sehr lecker. Aber Lecker. nicht zu viel davon essen, sonst kommst du aus wie ich. Ist auch wieder nicht gut. Sag mal, wir haben von hierher einen super Blick. Ne? Ja. Also ich finde diese Kontroverse aus Beton, Stahl, ein bisschen düster, aber hier total bunt, finde ich Ja. mega interessant. Wer kam denn auf diese weltweit einzige Idee? Hast du die Idee gehabt? Bei einer guten Pommes, oder was? Ja, vielleicht. Ja. Nee, da war es noch nicht so weit, noch etwas dünner und so weiter. Nee, wir sind in 95 haben wir das ganze Gelände gekauft. Das ist ein holländischer Investor, Herr van der Mos. Und der Aha. hat sich eigentlich eingemacht, dass er von alten Gebäuden, die nicht mehr benutzt werden, hat er Gastronomie daraus gemacht. Hotellerie und so weiter. So hat er verschiedene Betriebe in Holland. Und da kam er hier rüber und hat gesagt, hey, was passiert, was macht man eigentlich mit das Kraftwerk? Na, da hatte man noch keine Ideen für, keine Vorschläge. Hat er gesagt, na, ich kann da wohl einen Freizeitpark draus machen. Viele Bauten, die einst für das Kraftwerk errichtet wurden, stehen auch heute noch. Die Außenwand des Kühlturms wurde neu gestaltet und beherbergt im Inneren ein Großkettenkarussell. Was einmal grau und trist war, wurde durch die Neugestaltung bunt und froh. Das hier ist doch wahrscheinlich so euer Highlight hier im Kühlturm, oder? Ja, das ist unser Leitbild, dass wir eigentlich ein bisschen sagen, in den Kühlturm, das ist der Vertical Swing, das ist eigentlich ein Fahrgeschäft, was bis oben am Kühlturm geht, Ja, und man ja. tolle Aufnahmen kann von der Umgebung. Bevor wir da reingehen, Ja. zeichnen wir noch ein bisschen, lass uns mal noch ein bisschen durch den Park schlendern. Ja? Kein Problem, Ja, glauben komm. Sie mir, bitte. Und genießen Sie den Pommes. Ja. Die Geschichte des Kalkarer Wunderlands ist unglaublich und weltweit einzigartig. Was einst als Atomkraftwerk geplant und gebaut war, wurde später zu einem Erlebnispark, weil das Kraftwerk nie in Betrieb ging. Ist so ein Atomkraftwerk, ist das für euch, wenn man da einen Freizeitpark rausmachen möchte, ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil oder ist das beides? Weil ich stelle mir das unheimlich schwer vor. Es hat Vorteile und hat Nachteile, so wie ganz viele Sachen im Leben. Ja. Aber wenn man anfängt mit den Vorteilen, die Gebäude, die sind echt super. Ja. Denn man kann sich vorstellen, man baut natürlich kein Kraftwerk mit Gebäuden, die nicht gut und nicht stabil sind. Ja. Andererseits die Gebäude, das ist auch wieder die Gefahr, was wir im Moment haben. Denn man kann sich vorstellen, damals wollte man eigentlich keine Leute hier haben, war ein Kraftwerk. Und jetzt wollen wir gerne Leute haben, so viel wie möglich. Da hat es zu tun mit Sicherheit, also viele Notausgänge und so weiter. Ja, und wenn man in die Gebäude etwas Notausgang machen muss, wo die Wände ein paar Meter dick sind, da hat man da natürlich Herausforderungen. Und es macht euch ja auch einzigartig weltweit, Ja. das muss man ja sagen. Ja, ne? absolut. Wir sind der einzige Kraftwerk, was umgebaut worden ist. Kannst du denn als Geschäftsführer eines Freizeitparks auf deine ganzen Geräte auch so draufgehen, oder? Nee. Nee? Ich habe etwas im Kopf, ich weiß nicht, was das ist, aber alles, was dreht oder was, dann werde ich immer, Ja. total geschwindelig oder was. Ist bei mir genauso. Nee. Ich kann das auch nicht. Aber weißt du was, dann ist das doch wahrscheinlich genau das Richtige für uns. Eine Fahrt, oder? Komm, eine müssen wir. Komm, Ja, eine aber nur machen wir. so ein kleines Ding. Ja. Wisst ihr, was das hier gekostet hat? Nee. 8 Milliarden Mark, 4 Milliarden Euro. Und für diese 4 Milliarden Euro kann man heutzutage eine ganze Stadt bauen und ein Ja, Dorf ja. bauen. Mit einer Schule, mit Straßen, mit einer Kirche, alles drauf. Ja. Und das hat man hier damals, hat man das hier hingebaut. Also das Atomkraftwerk 4 Milliarden Euro umgerechnet. Ja. Und der Park an sich, wie viel haben wir jetzt schon wir haben investiert? jetzt so ungefähr 40, 45 Millionen Euro haben wir jetzt auch schon wieder investiert. Es war ein Projekt von 3 Ländern. Es war nicht nur Deutschland, aber Okay. auch Holland war beteiligt und Belgien war damals ja. beteiligt an Okay. dem Bau.
Nach der informativen Runde im Kinderkarussell wird es nun aber gleich um einige Nummern größer. So, jetzt geht's endlich in den Kühlturm. Ja. Wir laufen ja die ganze Zeit schon drumherum. Das Wahrzeichen eigentlich von euch, ne? Ja. Bin gespannt. Von innen sieht er bestimmt grandios aus, oder? Ja. Es ist ein ganz besonderes von innen und das Fahrgeschäft ist auch sehr schön. 58 Meter hoch, 24 Personen können da rein. Ist etwas Besonderes. Ich höre schon, genau das Richtige für uns beide. Ich gehe nicht drin. Ja, absolut nicht. Ich gehe nicht drin, niemals. So, jetzt bin ich aber gespannt hier. Ja, schön hier. Echoland. Echoland. Jo. Jo. Krass. Hammer. Unglaublich, ja? Jo. Also das ist eine Kulisse. Ja. Einmalig. Das Karussell wiegt 25 Tonnen und ragt mit seinen 58 Metern Höhe über den Rand des Kühlturms hinaus. Das war jetzt der Kühlturm hier, ja? Das ist der Kühlturm. Und ist der Kühlturm, genau. Ja, wobei, wenn ich da hochgucke, da wird mir heiß, ey. Ja, unglaublich. Ja. Der Boden war natürlich nicht drin. Ja. Als wir den Boden reingemacht haben, haben wir auch auf einmal gedacht, hey, wo können wir einen schönen Echo? Das hat auch mal einen schönen Effekt. Warum ging denn eigentlich das Atomkraftwerk nie an den Start? Nee. Weil es war ja eigentlich fertig. Ja, es war fertig gebaut. Man hat nicht alle Genehmigungen gehabt. Man Okay. wusste nicht, wo man mit den Abfall, wo man damit hin sollte. Also man hatte nicht alle Genehmigungen. Da hat man gesagt, 91, wir machen Schluss. Ja. Und dann hat der 95, der Van der Most, hat er dann gekauft. Und heute wirklich ein einzigartiges Wunderland im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, absolut. Ja. Also, vielen Ja, Dank, stimmt. das war eine ganz tolle Führung und wirklich einmalig. Aber Sie gehen jetzt noch in den Fahrgeschäft, oder? Mal Ja, ich habe gucken, da leider jetzt unten. einen Termin, ich muss leider weg. Tschüss, Okay, danke. tschüss. Weltweit einzigartig. Aus einem tristen Atomkraftwerk wurde ein bunter Erlebnispark für die ganze Familie. Das Wunderland Kalkar. Daniels Niederrhein-Highlight, Platz 3. Jetzt ist Weltrekordzeit. Boris Nikolai Konrad hat in unserer Sendung bereits bewiesen, dass er Weltrekorde zu uns nach Nordrhein-Westfalen holen kann. Und für seinen neuen Weltrekordversuch habe ich mich mit dem Niederrheiner am Schloss Meuland getroffen. Ob er den Titel tatsächlich holt, das sehen Sie jetzt. Hier ist Platz 2. Platz 2 von Daniels Niederrhein-Highlights findet auf Schloss Meuland statt, in Bedburg-Hau. Boris Nikolai Konrad macht sich bereit für einen Weltrekordversuch im sogenannten Sportstacking, dem Becherstapeln. Ich bin Gedächtnistrainer. Wie das Jonglieren auch, zeigt sich auch beim Stacking, dass es tatsächlich Vorteile auch für das Gehirn hat. Die Fingerfolge muss ich im Kopf haben. Wenn ich währenddessen noch überlegen muss, wie es weitergeht, habe ich natürlich keine Chance. Also es geht immer darum, Tempo, 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 so schnell wie möglich. Mein Name ist Boris Nikolai Konrad und heute möchte ich hier einen Weltrekord im Sportstacking aufstellen. Boris, hi. Hallo Daniel. Da sind wir wieder. Ja, sehr schön. Immer wenn ich dich sehe, weiß ich, jetzt passiert Großes. Und dann auch noch hier Dankeschön. in so einer traumhaften Ja, Kulisse. wunderbar. Sensationell. So, und ich sehe schon, du hast hier deine Requisite schon dabei. Wie ist Genau. das denn? Ist der Becher halb voll oder halb leer bei dir? Er hat Löcher drin, so gesehen ist er leer. Am Ende hoffe ich, dass er voll ist und ich die Urkunde mit nach Hause nehmen darf. Ja, du hast ja bei uns schon mal einen Weltrekord nach Ja. Nordrhein-Westfalen geholt. Und jetzt hast du dir wieder was ausgedacht. Genau. Mal sehen, ob wir es heute schaffen, den nächsten Weltrekord hier an den Niederrhein und zu uns nach Nordrhein-Westfalen zu holen. Wie lange machst du das schon und was ist das eigentlich genau? Das ist Becherstapeln, Ja. ein Sport tatsächlich, der aus Amerika kommt und sich auch bei uns stark verbreitet hat. Ich habe selber schon auch vor vielen Jahren, 2006 eigentlich angefangen so richtig damit. Ja. Und war auch häufig schon in Amerika bei Weltmeisterschaften, auch in Taiwan zum Beispiel. Und wir haben in Deutschland doch auch einige Vereine, die diesen Sport betreiben. Ist zum Teil über die deutschen Turnerbünde auch mit organisiert. Ja. Und da geht es dann vor allem auf Tempo in einzelnen Disziplinen. Heute haben wir ein bisschen was Kreativeres vor. Ich würde vorschlagen, schnapp dir die Becher. Wir gehen einmal hoch, wir gehen rein, denn dort wartet auch Olaf Kuchenbecker, der Mann fürs Offizielle. Los geht's. Im Inneren von Schloss Meuland wartet schon der Wächter der Rekorde, Olaf Kuchenbecker vom Rekordinstitut für Deutschland. Hallo, Herr Kuchenbecker. Hallo. Hallo. Grüß euch, ja. Und alles offiziell? Alles soweit perfekt. Es wartet sozusagen auf den Rekordversuch.
Ganz wichtig, hier sieht man sie auch schon, Farben sortiert. Das ist ja ein wichtiges Element des Rekords, dass die Figuren am Ende auch in den richtigen Farben durchgeführt werden. Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt sowieso der offizielle Weltrekord lautet. Weil ich sehe schon, Sie haben es ja auch schon gesagt, es wird bunt jetzt. Du hattest unten nur die einfarbigen und jetzt kommen noch Farben dazu. Ganz wichtig, vorher müssen die Becher farbsortiert sein, also farbrein sein und hinterher müssen sie es auch sein. Das heißt, Boris muss dann beim Downstacking heißt es, also beim Abbauen die Farben wieder farbsortiert in die Stapel bringen. Also, der Versuch sieht folgendermaßen aus, oder der Rekord. Ich stelle 3. Ja. Genau, das wäre die erste Figur, genau. Ich stelle dann 6. Wo ist der 6.? Ach, da. Ja, genau, das ist nicht ganz einfach so. Ja. Und wieder 3. Und nochmal 3. So. Nee. Ah, nee, Quatsch. So. So, genau. Und jetzt wieder zusammenbauen. Für den Weltrekord muss Boris aus den Bechern 3 mal 3 verschiedene Figuren in einer bestimmten farblichen Reihenfolge stapeln. Danach muss er sie wieder abbauen, so dass die Becher farblich sortiert stehen. Und das Ganze an 10 Stationen in unter 2 Minuten. Und jetzt wieder abbauen. Und dann wieder zusammenbauen, aber jetzt muss das die richtige Farbe. Ganz genau. Muss zur richtigen Farbe. So. Richtig, das wäre jetzt ein Cycle und das gilt es jetzt 10 Mal zu machen und dabei nicht mehr als 2 Minuten Zeit zu benötigen. Meine Güte, was hast du denn da ausgedacht? Also wirklich, also man schafft das gar nicht so schnell zu überlegen. Da müssen doch ganz routinierte Griffe da irgendwie sein, ne? Wie du was hinstellst. Ne? Ich muss ein bisschen mehr mitdenken. Und 10 Mal hintereinander, das ist natürlich schon auch spannend. Im Turnier habe ich 3 Versuche und nur der Beste zählt. Das heißt, ein Drittel ist eigentlich nur ausreichend. Hier muss ich 10 von 10 haben. Also es ist schon noch mal eine andere Genauigkeit gefragt. Ja. Wer räumt bei euch zu Hause den Tisch ab? Wir üben noch dran, dass es die Kinder sind. Okay. Boris hat lange für diesen Rekordversuch trainiert. Hierbei geht es um Schnelligkeit und absolute Konzentration. Die Zeit beginnt zu laufen, wenn Boris die Hände von diesem elektronischen Zeitmessgerät nimmt. Gestoppt wird die Zeit, wenn er an der letzten Station die Hände wieder auf den Zeitnehmer auflegt. Wie sieht's denn aus, Boris? Bist du bereit soweit oder kann losgehen? Oder? Kann losgehen. Ja? Ja. Okay. Boris, bist du bereit? Ich bin soweit. Dann hol dir den Rekord. Ich zähle runter von 3, 2, 1, los. Die erste von 10 Stationen ist geschafft. Zeit läuft. Station 2 gemeistert. Station 3 ist fertig. Es folgt die 4. Ist erledigt. Sechs von 10 sind geschafft. Von 10 hat Boris erreicht. Endspurt. 8 von 10 hat er. Eine Minute noch. 9 von 10 geschafft. Eine Station noch. Geschafft. Aber ist der Rekord erreicht? Was sagt die Zeit? Ja, hat wirklich sehr spannend gemacht. 1 Minute 57. Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch, Boris. Ein neuer Weltrekord im Sportstacking kommt damit an den Niederrhein. Ich muss natürlich, fairerweise, muss ich jetzt einmal an der Stelle dazu fragen.
Ich habe ja hier kurz einmal angereicht. Ja. Was sagt der Juror? Ist das jetzt noch okay oder? Das lasse ich gelten, weil Boris hat den ja sozusagen übernommen und dann selbsttätig gestapelt. Also sozusagen seine Stapelleistung hat er dann erbringen können. Ja. Und es geht natürlich nicht darum, Becher unter den Tisch rauszufischen, sondern sie aufeinander zu stapeln. Ja. Insofern lasse ich das an dieser Stelle gelten und das passt. Also ich sag mal so, auf den Mann ist Verlass. Ne? Wenn wir einen Titel in Nordrhein-Westfalen brauchen, Boris holt ihn uns. Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. Wunderbar. Vielen Dank. Dieser Weltrekord war Daniels Platz 2 seiner Niederrhein-Highlights. Und was ist sein Platz 1? Die Selfkantbahn feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Seit einem halben Jahrhundert begeistern die Eisenbahnfreunde aus Gangelt nicht nur Niederrheiner, sondern Menschen aus ganz Europa. Ich bin beeindruckt von so viel Engagement und Pflege der Geschichte. Viel Spaß mit meinem Platz 1. Daniels Platz 1 seiner Niederrhein-Highlights dreht sich um ein Jubiläum und die Geschichte einer ganz besonderen Lok. Dafür geht es noch einmal nach Gangelt. Hier steht die letzte schmalspurige Eisenbahn Nordrhein-Westfalens mit eigener Strecke. Die Selfkantbahn wird von den Eisenbahnfreunden Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr e.V. als eine Art Museum betrieben. Hallo zusammen. Hallo. Ich habe Sie schon von Weitem gerochen, aber damit meine ich nicht Sie, sondern Sie hier. Super, sieht ja genial aus. Ich bin der Daniel. Hallo, ich sag mal so einmal in die Runde. Wie ist man im Verein? Ist man per Du oder? Hier ist man per Du. Eisenbahner duzen sich. Ich bin Wolfgang. Wolfgang, Bernd. Maike. Super. Ist das für euch auch noch so? Ich meine, ihr seht sie häufiger, dass ihr beim Anblick immer wieder erneut fasziniert seid. Ein bisschen. Begeistert sind wir, wenn sie fährt. Ja, Also es ist Gänsehaut. ja, ist so, ne? Ja. Wir sagen einmal Bahn bekloppt, immer Bahn bekloppt. Ist so, ja? So ist das. Wer ist denn heute hier der Lokführer? Ich bin heute Wolfgang. Lokführer. Du machst das. Ja. Können wir mal zusammen reingehen? Kann man gerne Ja? machen. Ja? Ich habe mich hier extra in weiß gekleidet, weil ich ja weiß, bei so einer Dampflok... Ne? Genau die passende Kleidung. Bis zu Beginn der 70er Jahre wurden diese Dampfloks genutzt, um die ländliche Region zu erschließen. Mit immer stärkerem Aufkommen des Straßennetzes verschwanden die Dampfloks. Wie viel Kilo brauchen wir denn jetzt, um eine gewisse Also ich sag Strecke mal, zu wenn zurücklegen? wir jetzt einmal bis Gilrad und zurückfahren, ungefähr so 200 Kilo. Ja? Für wie viele Kilometer ist das bis Gilrad und zurück? Das sind hin und zurück 11 Kilometer. 11 Kilometer, 200 Kilo. Ja, ungefähr. Kann man mal Krass. reden. Kommt auch ein bisschen auf den Heizer an. Wie ist er denn, so vom Charakter? Ist er eine treue Seele? Macht sie ticken? Ja, im Moment haben wir sie wieder zur treuen Seele gemacht. Sie Ja. war lange abgestellt, weil sie einen Kesselschaden hat. Die hat also einen neuen überholten Kessel drauf gekriegt. Und da haben wir jetzt die letzten knapp 2 Jahre dran geschraubt. Ja. Und mittlerweile ist jetzt alles wieder dran. Ist also jetzt seit 3 Wochen fahren wir wieder damit. Funktioniert soweit ganz gut. Kessel macht gut Dampf. Ja. Wir sind erstmal zufrieden. So. Und wie gesagt, bei einer Dampflok hier eine Mucke, da eine Mucke. Man muss sie halt eben hegen und pflegen. Das Ja. ist aber so. Ne? Ja, Das ist ja. ganz anders wie bei einem Auto. Das stelle ich abends in die Garage. Ja. Morgens hole ich das raus. Das geht hier nicht. Ne? Die Eisenbahnfreunde arbeiten hier selbst an den Bahnen. Was ich total interessant finde, jetzt an mir selber so, ne? Meine eigene Empfindung. Jetzt stehe ich hier drin, dieses Schnaufen, so nenne ich es mal. Da habe ich direkt irgendwie so eine Assoziation. Komm, ich will los. Jetzt mach, gib Gas, lass uns fahren. So irgendwie. Also das hat irgendwie so Seele und Charakter einfach, ne? Hat Seele und Charakter. Ne? Das ist die Luftpumpe, die wir im Moment hören, die Ja. ganz langsam Luft in den Hauptluftbehälter fördert. Ja, und ich sag mal, viele Leute sagen halt eben, so eine Dampfmaschine, die hat so ein Eigenleben, die lebt. Ja, ja. Im Gegensatz zu einer Diesellok oder einer E-Lok. E-Lok noch schlimmer, ja, da drücke ich irgendwo einen Fahrschalter und dann fährt die, summt ein bisschen durch die Landschaft. Aber eine Dampflokomotive hat ein Eigenleben, ja, die lebt. Absolut. Und das will Daniel jetzt selbst spüren. Zum Personenzug nach Gilrad, bitte einsteigen. Der Verein hat schon mehrere alte Züge vor der Verschrottung gerettet und restauriert. Diese Art von Lok fährt auf Schmalspurschienen, wie es zu Beginn der Eisenbahngeschichte üblich war. In Deutschland ist diese Art von Schienennetz seit Ende der 60er Jahre fast verschwunden.
Also ist von Anfang an eine besondere Fahrt, ne? Man hört es von den Geräuschen her, es ist alles, das rappelt ein bisschen mehr und so, ne? Ist schon was Besonderes, muss man echt sagen, ne? Ja, das ist was Besonderes. So wie halt früher die Eisenbahn gefahren ist. Ja, ne? ja. Guck mal, hier sieht man jetzt gerade auch für die Kleinen natürlich auch, die sind hier alle am Winken, das ist natürlich auch ein Highlight für die, ne? Also. Das sind unsere Anrainer, wie man so schön sagt. Und da muss man immer einmal winken. Einmal winken ist Pflicht, ne? Ja. Ja, schön. Guten Tag. Hallo. Bernd, jetzt sag nicht Fahrkarten bitte. Dann haben wir ein Problem. Schwarzfahrer? Ja. Die werden bei fahrenden Zug aus dem Zug geworfen, aber passiert nichts. Ja, zum Glück fährt die nicht so schnell. Genau. Aber sag mal, du bist ja hier in voller Montur. Bist du jetzt offiziell der Zugchef? Oder? Ich bin der Zugführer. Bei einem Schiff würde man sagen, ich bin der Kapitän. Ja. Also ja, ich habe im Prinzip die Verantwortung für den gesamten Zug, für die Sicherheit, für alles, was hier so passiert. Hast du sowas vorher mal beruflich auch gemacht in so eine Richtung? Oder ist das einfach, wo kommt die Leidenschaft her? Also die Leidenschaft, die habe ich schon, seitdem ich ein kleiner Junge war. Ja. Da gab es ja noch die schweren Kohlenzüge mit den großen Dampfern. Also das hat mich immer ohne Ende fasziniert. Und die Faszination, die habe ich bis heute beibehalten. Ja. Berufsmäßig habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin ein Mensch, der den ganzen Tag an der Tastatur sitzt. Ja, das ist natürlich ein ganz toller Ausgleich hier, eine ganz andere Sache absolut, einfach. Ne? Absolut. Was sagt denn der Zugchef jetzt? Haben wir jetzt hier Probleme, oder? Nein, das ist die Haltestelle Gelinkchen und das ist die Haltestelle, wo schon ganz viele Hochzeiten stattgefunden haben. Man kann ja bei uns hier im Zug heiraten. Ja. Wir haben einen Wagen, das ist offizielles Trauzimmer der Gemeinde Gangelt. Aha. Und hier sind schon ganz viele glückliche Ehen gestiftet worden, unter anderem meine eigene. Ja, super. Am Ende der Strecke muss die Lok wenden. Die Eisenbahnfreunde spielen für Besucher die alte Zeit nach. Jeder nimmt eine eigene authentische Rolle ein, sodass die Besucher auf der Fahrt eine kleine Zeitreise machen können. Ich kann dir noch ein Schätzchen zeigen. Ja. Komm einfach mal mit. Noch ein Highlight nach dem Highlight. Ja, genau. Diese Lok hat eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Die sieht aber auch, ja, ich sag mal, recht frisch aus. Obwohl sie wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen am Buckel hat, ne? Die ist auch schon ein bisschen alt. Ja. Genau, die sieht frisch aus, weil sie jetzt frisch restauriert wurde. Ist jetzt seit 2 Jahren wieder in Betrieb. Darf ich mal rein? Gerne. Ja? Der Schlüssel steckt sogar. Ja, cool. Und was hat es denn auf sich mit dieser Lok? Weil du sagtest gerade, ne, ein besonderes Schätzchen für euch. Ja, das ist ein besonderes Schätzchen. Als wir jetzt unseren Verein hier vor 50 Jahren halt hatten, also angefangen haben, ist sie noch für uns gefahren und dann ist sie nach Hamburg verkauft worden. Ja. Ist dann nach Togo gegangen und hat dann da auch ihre Dienste geleistet. Und dann von einem Kollegen zufällig vor über 20 Jahren gefunden worden und dann haben wir sie wieder zurückgeholt nach Hause. Ach krass. Ja. Das heißt, einmal bis nach Togo, dann wieder zurück hier zu euch in den Verein. Und dann, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, fast 20 Jahre habt ihr gebraucht, um die wieder auf Vordermann zu kriegen. Genau, es war nur noch ein Rudiment übrig, was wir aus Togo bekommen haben. Ja, heftig. Ja. Wenn man hier auch so mal irgendwie so steht und sich jetzt vorstellt, wer hier alles schon mitgefahren ist, wo die schon überall gefahren ist. Also da ist richtig Seele drin, richtig Geschichte. Ne? Ja. Toll. Das Engagement dieses Vereins und die so gut erhaltenen Züge haben Daniel begeistert. Und so ist die Selfkant-Bahn Daniels Platz 1 seiner Highlights vom Niederrhein. Das war das Beste im Westen und meine Top 5 Sommer-Highlights vom Niederrhein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und? Reiselust geweckt? Bevor Sie die Koffer packen, ganz wichtig, abonnieren Sie unseren WDR-Reisekanal und noch wichtiger, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind schon direkt 2 weitere für Sie und ich mache mich jetzt weiter auf den Weg. Tschö.